Willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ich ranke heute mal so ziemlich alle oder fast alle Need for Speed Teile, die es so gibt. Ich habe hier so eine Liste, ob jetzt jeder Teil dabei ist, weiß ich gar nicht, aber ich hoffe es mal. Und ich sage von vornherein, das ist mehr oder weniger eine persönliche Liste, also jetzt nicht eine, die sagen soll, oh, das ist wirklich das Allerbeste oder das Allerschlechteste im Allgemeinen, sondern so von meinen Erfahrungen, wie ich das damals wahrgenommen habe oder welche ich auch heute noch gerne spiele. Und ja, also lasst euch da nicht triggern, falls euer absolutes Lieblingsding da irgendwie jetzt schlecht abschneidet oder so. Aber fangen wir einfach mal an mit Need for Speed 1, 2 und 3 direkt gleichzeitig. Das sind nämlich Spiele, die habe ich nicht sehr viel gespielt. Ich habe sie mal gezockt, aber ja, nicht allzu oft damals da. Ich war eher auf Spiele wie Driver und so fokussiert, warum auch immer. Und ja, auf jeden Fall waren es geile Spiele, kann man nichts anderes sagen. Aber weil ich sie jetzt halt nicht so viel gespielt habe, würde ich die einfach mal auf B klatschen. Einfach nur, um sie jetzt nicht so hoch zu loben für meine Verhältnisse und sie aber auch nicht zu schlecht zu bewerten. Und das gleiche gilt eigentlich auch für Porsche. Das habe ich im Grunde auch so gut wie nie gespielt. Da habe ich vielleicht mal zwei, drei Rennen irgendwie sowas gefahren und dann war es das schon. Beim nächsten Teil, Need for Speed Hot Pursuit 2, wurde schon ein bisschen anders. Das habe ich damals auf dem Gamecube gezockt und das fand ich auch sehr geil. Also da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht. War einfach genial mit der Polizei, auch selber Polizei zu spielen. Und das ist bei mir dann einfach ein A-Rang. Also ich habe es wirklich gerne gespielt, ist ein geiler Klassiker und werde ich auch nie vergessen. Geiles Game. Dann kommen wir auch schon zu Need for Speed Underground. Ja, Underground war der Anfang einer großen Serie, ne? Es war an sich einfach genial. Ich spiele es heute noch hin und wieder mal. Der Tuning war geil, die Atmosphäre war geil. Also für mich einfach eins der besten Need for Speeds überhaupt. Deswegen, das kommt locker auf S-Rang. Und der Nachfolger, Underground 2, der war ja dann wow. Also so viel mehr Tuning-Teile, mehr Autos, freie Fahrt. Also Underground 2 hat so einen Riesensprung gemacht. Das war einfach unglaublich. Ein wirklich sehr beliebter Teil, auch allgemein. Ein mega Ding und für mich einfach ein Meisterstück in Sachen Need for Speed. Ja, und dann sind wir schon bei Most Wanted, da brauchen wir gar nicht lange schnacken. Ein Meisterwerk, auch für mich mein Lieblings-Need for Speed. Es hat einfach so eine geile Story, es hat geile Autos, das Tuning ist nicht so viel wie in Underground 2, aber die Polizeiverfolgungsjagden und so weiter, alles wirklich super genial gemacht damals. Über die Story habe ich schon so viele Videos gemacht, die ist auch wirklich astrein meiner Meinung nach. Und mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ich könnte stundenlang über dieses Spiel schwärmen, aber es ist einfach ein Meisterstück und nicht umsonst auch das meistverkaufte Need for Speed aller Zeiten gleich. Oder ja, Underground 2 kommt gleich danach. Also die beiden sind einfach wirklich der absolute Knaller. Ja, dann kommt Carbon. Carbon fand ich auch noch gut, ne? Wieder mehr Tuning-Möglichkeiten. Die Story wurde fortgeführt von Most Wanted. Und die Canyon-Rennen und so weiter, hat alles gepasst für mich, Territorien einnehmen und so weiter. War nicht so wie Most Wanted direkt, aber ein würdiger Nachfolger und deswegen kommt Carbon bei mir auch im S-Rang an. Ja, dann kommen wir zu Need for Speed Pro Street. Da scheiden sich ja die Geister. Es ist was anderes, man spielt auf Rennstrecken. Man hat da Ryan Cooper, man hat schon ein bisschen Story, ne? Der Typ, der sich da einen Namen macht. Ne? Es gibt ja auch die Story, dass er derjenige ist, der vorher Most Wanted und so weiter der Fahrer war. Aber ich muss sagen, Pro Street ist gut gealtert. Ich konnte es damals auch nicht so gut leihen, aber mittlerweile spiele ich es auch immer mal wieder sehr gerne. Hat von meiner Meinung nach auch einfach die besten Drag-Rennen, die es je gab, überhaupt. Also eigentlich ist Pro Street das Spiel, wo ich am allerliebsten Drag-Rennen fahre, weil die einfach geil umgesetzt sind. Und ja, nur das Handling war immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, deswegen bekommt es von mir einen A-Rang. Ich hätte es auch fast in S gepackt, aber ja, das Handling war halt so eine kleine Sache und es war halt was anderes, aber trotzdem ein sehr geiles Game. Dann haben wir Need for Speed Undercover. Ja, das war irgendwie merkwürdig auch. Das sollte so ein bisschen wieder an Most Wanted anknüpfen.
Und ja, die Story war irgendwie sehr eigenartig, ein bisschen zu Richtung Fast and Furious und die Steuerung war halt auch sehr eigenartig. Ich habe es wirklich nicht viel gespielt. Ich will es sogar mal wieder spielen, weil ich es damals nicht so viel gespielt habe. Aber für mich ist es ein Need for Speed, was leider nur auf C kommt, weil irgendwie hat da irgendwas nicht gepasst. Ich persönlich habe es halt nicht so gefeiert auch. Ja. Dann haben wir The Run. Hier die Reihenfolge ist ja gerade ein bisschen durcheinander, die ich hier habe, aber ist ja auch egal. Nehmen wir einfach Run. Ja, The Run habe ich fast gar nicht gespielt. Ist an mir vorbeigegangen, weil da gab es kein Tuning und so weiter. Gar nichts großartig. Man ist da eigentlich nur Rennen gefahren, das war's. Aber fand ich jetzt gar nicht so schlecht von der Idee her. Normal würde ich sagen, kann man das Spiel dafür loben. Es war was anderes als die anderen zuvor. Aber hat mich persönlich jetzt auch nicht so geflasht, deswegen auch nur C. Dann kommen wir zu Need for Speed World. Habe ich damals gar nicht gespielt. Erst nachdem die Server offline waren, irgendwann mal, ne, durch die Community hier habe ich mir das auch mal irgendwie zugelegt und gespielt. Ist in meinen Augen eigentlich ganz cool. Macht auf jeden Fall irgendwie Spaß, weil man einfach auch die Möglichkeit hat, online rumzufahren noch mit gewissen Mods auf gewissen Servern mit Freunden. Das ist einfach geil hier in Rockport und Pullman. Also für mich auf jeden Fall B. Ein stabiles Ding. Aber habe ich jetzt auch nicht so aktiv gezockt. Ja, dann haben wir noch Need for Speed Hot Pursuit von 2010. Fand ich persönlich gar nicht übel. Es war natürlich angelehnt an die alten Hot Pursuit Teile und man hat es auch gemerkt. Also ich finde, die haben das ganz gut umgesetzt eigentlich. Die Verfolgungsjagden waren eigentlich ganz cool. Hin und wieder mal, okay, da gab es hier und da Bugs und so weiter. Und ja, online war das manchmal auch so eine Sache. Du hast einen Unfall gehabt und da brauchte sich einer nur neben dich stellen und wurde schon verhaftet. Aber ich persönlich gebe dem Spiel einen A-Rang, weil ich es hin und wieder dann doch nochmal spiele. Ja, Need for Speed Rivals. Da sage ich einfach mal kackendreist. D. Warum? Eigentlich würde ich sogar sagen bis zu B, aber ich habe es nicht oft gespielt und es hatte einfach massiv Probleme mit dem Online-Modus. Oder okay, ich sag einfach mal C, weil ich da eine Menge Potenzial in dem Spiel gesehen habe, was einfach nicht gut umgesetzt wurde. In der Theorie ist das eigentlich eine richtig geile Idee gewesen, wie die das gemacht haben, aber es hat der Feinstift gefehlt. Einfach, es war nicht perfekt, es war zu verbuggt und zu hingeklatscht, hat es gewirkt. Und ja, dann haben wir noch Most Wanted von 2012 hier. Das kommt jetzt ein bisschen spät, egal. Habe ich nicht viel gespielt, gefiel mir gar nicht. Also das kommt auf jeden Fall auf D. Einige finden es gut, einige nicht. Für mich war es einfach das Problem, man hat Most Wanted genommen, um einen Hype zu generieren, aber das Spiel hat eigentlich nichts von dem alten Most Wanted. Also keine Ahnung, warum man den Titel genommen hat. Vielleicht unter einem anderen Namen, mit einer anderen Thematik ein bisschen hätte es besser sein können. Da wäre es vielleicht auch B oder A geworden, aber so war das Spiel für mich persönlich gar nichts. Dann kommen wir zu Need for Speed Shift. Die habe ich wirklich nur mal ganz kurz angezockt. Deswegen packe ich die unter nie gespielt rein. Also Shift 2 sehe ich hier gerade gar nicht. Stellt es euch einfach vor. Ja, keine Ahnung. Da kann ich mir gar nicht direkt so ein Urteil zu bilden. Weil, wie gesagt, ich habe das nie wirklich gespielt. Ich war da mit Spielen wie Gran Turismo oder Forza Motorsport zugange, wenn ich richtige Rennen fahren wollte. Also da kam Shift für mich einfach gar nicht in Frage. Dann haben wir Need for Speed von 2015. Oder warte mal, wir nehmen erstmal Spiele wie die auf PSP und so kamen. Need for Speed Underground, nie gespielt. Nitro, nie gespielt. Das da, nie gespielt. Diese ganzen Seitendinger, die da mal irgendwie irgendwo rauskamen, die habe ich alle gar nicht wirklich gespielt, weil ich immer nur wirklich auf Hauptgames war, auf Konsole und so weiter. Und ich habe die halt wirklich nur mal ganz kurz irgendwo bei einem Kollege oder so ein bisschen angezockt. Und deswegen bilde ich mir dazu auch gar keine Meinung und packe die einfach unter nie gespielt rein. Dann haben wir natürlich Need for Speed von 2015, das bekommt von mir D, weil, ja, ich hätte noch fast C gesagt, aber die Story war gut, mehr oder weniger, aber das Gameplay war halt eine Katastrophe. Die KI konnte nichts, was die Polizei angeht. Die Gegner selbst, die konnten auch nichts oder hatten Rubberband und waren dann einfach zu schnell. Die Steuerung war komisch, also mir gefällt es überhaupt nicht. Und deswegen geht das ganz schnell auf D. So, Payback kommt bei mir auch auf D. Warum?
Payback war einfach auch eine Vollkatastrophe am Anfang. Da gab es nicht mal einen freien Modus online. Da musste erstmal alles nachgepatcht werden. Ich glaube, Payback ist das am schlimmsten oder das schlimmste Rage-LP auf meinem ganzen YouTube-Kanal. Also ich glaube, ich habe in keinem anderen Let's Play mehr rumgeraged als in diesem Game. Ich hatte da immer wieder Probleme. Auch hier muss ich aber sagen, die Basis war gar nicht schlecht, ne? Man war auf einem guten Weg, auch diese Autolieferung oder was, ne? Man konnte sich ja Autos da abholen, die immer mal wieder irgendwo rumstanden und so. Alles ziemlich geil, also versteht mich nicht falsch. Es hatte schon seine guten Seiten, aber insgesamt war das für mich einfach nur so ein, keine Ahnung, total Schaden. Dann kommen wir zu Need for Speed Heat. Heat war schon besser und Heat würde ich mal kackendreistende B geben, weil es ja so ein Mittelmaß war. Man war quasi wieder auf dem Weg, dass es gut wird, aber ja, für A oder S reicht es nicht, weil einfach kein Content geliefert wurde, das Spiel wurde fallen gelassen. Genau, ne, die Entwickler sind ja auch geflogen im Nachhinein. Oh, warte, haben wir das hier noch. Und, es war gut an sich. Man kam damit klar, man konnte an den Autos ein bisschen basteln. Es war nicht perfekt, immer noch nicht. Ne, was die Unfälle angeht, das Handling und so weiter, hätte man überall noch ein bisschen schrauben können, aber am Ende, ja, wurde das Spiel halt fallen gelassen und es kam kein Content mehr. Ja. Und zu guter Letzt haben wir eigentlich nur noch Unbound. Und ja, Unbound ist auf jeden Fall Masterpiece. Nicht. Unbound würde ich, Unbound C-Klasse. Würde ich in der C-Klasse machen, weil es ein bisschen schlechter ist als Heat. Aber mir im Online-Modus ein bisschen mehr Spaß macht jetzt als ein Payback oder Need for Speed von 2015 und so. Die Updates waren nicht prickelnd, aber auch nicht total schlecht. Der Link-Up-Modus macht mir persönlich viel Spaß. Mit Kollegen da rumeiern oder die Polizei trollen mit Kollegen ist schon ganz cool. Also man kann Unbound spielen, da gibt es auch einige Autos. Und deswegen ist es C oder fast schon noch B, aber dann hätte ich Heat noch einen höher gesetzt. Aber ich lasse es einfach mal bei C. Und das war eigentlich schon so meine persönliche Tierlist, mehr oder weniger. Ne? Es ist, wie es ist. Ne? Das sind so die Need for Speeds, die mir am meisten gefallen. Und ja, die ich am häufigsten eigentlich spiele, von oben nach unten, kann man sagen. Wobei ich sagen muss, ja gut, die B-Klasse haben wir ja jetzt hier mit den ersten 3 Teilen, weil ich die halt eigentlich nicht viel gespielt habe, aber die einfach Klassiker sind und die sollte man nicht zu schlecht bewerten und gut bewerten. Man kann sie halt nicht vergleichen mit modernen Spielen. Sie sind halt alt. Aber ja, das ist meine Liste. Ich hoffe, einige teilen meine Meinung. Natürlich müsst ihr nicht alle meine Meinung teilen, aber mich würde mal interessieren, was würdet ihr sagen? Wie weit entspreche ich eurem Geschmack zum Beispiel? Würdet ihr sagen, ja, das ist so zu 50% wie ich das fühle oder zu 70% oder nee, 20%, ich finde andere Need for Speeds viel besser, so. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Für mich sind das aber einfach so die besten Teile, so wie sie jetzt gerankt sind. Und ja, haut eure Meinung gerne mal in die Kommentare, inwieweit entspricht die Liste auch eurem Geschmack und was war euer Lieblingsspiel. Und ja, lasst gerne ein Like da, Abo nicht vergessen und den Kanal zu unterstützen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.